Ja, hallo, schön euch wieder bei einem meiner Videos zu sehen, sagt eure Barbara. Heutiges Thema, warum es durchaus auch Sinn machen kann, gute Schüler und Schülerinnen zu coachen oder als Lerntrainerin zu begleiten. Ja, ein Hauptaufgabengebiet meiner Tätigkeit ist es ja, schulpflichtige Kinder zu unterstützen, meistens dann, wenn Schule oder Lernen irgendwie ein bisschen schief läuft. Ein Hauptgebiet ist da auch die Mathematik, die ich betreue. Aber es freut mich, dass ich auch ab und an gute Schüler und Schülerinnen habe, die sich zu mir verirren. Was meine ich damit? Aus der Vergangenheit heraus gab es ein Mädchen, das zu mir kam, das jetzt zwar nicht besonders gut in der Schule war oder sich nicht besonders leicht getan hat, aber auch nicht genau das Gegenteil war. Die Mutter hat aber mit der Überlegung das Kind gebracht, dass sie gesagt hat, ich habe schon eine ältere Tochter, die hat sich in der Schule sehr schwer getan. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, da haben wir leider viel zu spät begonnen, sie zu unterstützen oder von Profis unterstützen zu lassen. Und das war alles wahnsinnig schwierig und sehr zäh und das Kind hat sich sehr lang sehr schwer getan und das möchte ich eigentlich jetzt alles verhindern. Ich möchte gar nicht, dass es so weit kommt mit der jüngeren Tochter, daher möchte ich, dass sie gleich einmal von Anfang an hier betreut wird. Das hat dann ganz gut funktioniert. Das hat einen Mathematikschwerpunkt gehabt, aber gegen Ende nicht nur. Und das Kind kam gut mit, hat gute Noten gekriegt, bis ich dann selbst einmal gesagt habe, ja, ich glaube, sie ist jetzt gut auf Schiene, sie muss jetzt gar nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit kommen. Hat die Mutter doch gemeint, na. Sind wir froh, dass alles so gut läuft, behalten wir das bei, sie kommt auch ganz gerne, es passt wunderbar. Dann haben wir da noch eine Zeit weitergeführt, bis dann das Feedback kam, naja, sie überlegt jetzt doch zu pausieren. Und zwar deswegen, sie wurde von den Lehrerinnen angesprochen, die schon gemeint haben, es war auch ein Prinzip der Mehrstufenklassen, dass das Kind, dass das Mädel schon so selbstständig ist und schon so weit auch vom Inhalt her und vom Stoff ist, dass sie das Gefühl haben, sie können ihr gar nicht mehr helfen und sie müssten sich um sie gar nicht kümmern. Und da stellen sie sich die Frage, ob sie da nicht eher unnötig in das Lerncoaching geht und ob das nicht vielleicht eine gute Idee wäre, das einmal zu pausieren. Habe ich gesagt, ja, spricht aus meiner Sicht auch gar nichts dagegen. Dann gab es eine Pause, ich weiß nicht mehr genau, wie lang sie war, glaube ich, mindestens 2 Jahre. Und dann kam das Mädchen wieder, aber diesmal schon eher mit Defiziten. Das heißt, es war dann plötzlich der Punkt da, wo sie den Anschluss verloren hat ein bisschen an das, was passiert ist. Es war auch ein Schulwechsel da dazwischen, muss man sagen. Und man hat einfach gemerkt, sie tut sich so in der Form des in einer Klasse unterrichtend werden, einer von vielen zu sein. Sie war auch ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen schüchtern, das Mädchen. Und sie kam dann unter einem anderen Aspekt ins Lerncoaching wieder. Was ich damit sagen will, ich möchte auf gar nichts hinaus. Ich möchte weder sagen, dass das jetzt super toll gelaufen ist, noch dass da jetzt irgendwas schief gelaufen ist. Ich möchte nur sagen, dass sich Dinge durchaus auch rasch ändern können und dass, wenn sich jemand leicht tut und gut mitkommt, das auch kein Garant ist, dass das immer so ist und dass es entlasten kann, wenn man aber Schüler, wenn man den Luxus hat, im Endeffekt ist es das, auch Schüler zu begleiten, die Spaß haben, die sich leicht tun, dass das aber auch was wert ist, dass sie dann auch für andere Sachen einfach mehr Zeit hat, mehr Energie hat, vielleicht auch im Privaten dann leichter oder lieber andere Aktivitäten neben der Schule tut, sportliche, musikalische, was auch immer, ja, als wenn man wartet oder wenn ein Kind in einer Situation ist, wo Schule einfach wahnsinnig viel Aufwand und Energie kostet. Das ist einmal ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist ein Bub, dessen Schwester ich betreue und wo es bei den Buben, die sich eher schwer tut in manchen Bereichen, und der Bub, der sich an und für sich ganz leicht tut. Speziell in Mathematik und das unheimlich spannend findet, so mit Zahlen herumzuhantieren, wo die Eltern aber meinen, sie haben schon den Verdacht, dass ihm in der Schule im Unterricht ein bisschen fad ist, weil das alles zu langsam passiert. Er denkt sich, ja, das, was die Lehrerin da dreimal erklärt, das kennt er eh schon alles irgendwoher. Und da muss man aufpassen, dass dem Kind im Unterricht nicht zu fad wird, dass er dann nicht komplett abschaltet,
dann vielleicht doch neue wesentliche Dinge verpasst oder vielleicht sogar im Klassenverband für die anderen dann zum Störfaktor wird, wenn er da beginnt, sich irgendwie zu unterhalten, Sitznachbarn abzulenken, was auch immer. Das war aber jetzt nicht so im Vordergrund der Eltern, sondern sie wollten einfach, sie haben gemeint, das interessiert ihn, das Mathematische. In der Volksschule hat er das Gefühl, sie machen ständig das Gleiche. Er möchte eigentlich schon mehr wissen. Er ist schon neugierig, wie ist das mit den großen Zahlen, oder er löst auch sehr gerne Rätsel. Er hat aber umgekehrt, in Deutsch tut er sich nicht ganz so leicht. Und da bietet jetzt auch dieses gezielte Lerntraining, Lerncoaching die Möglichkeit zu sagen, auf der einen Seite kann man ihm ein bisschen schon weiterführen in Mathematik, kann man ihm ein paar Sachen nicht jetzt erklären oder erzählen oder schauen, dass er jetzt eine Schulstufe überspringt, aber ihn ein bisschen fördern, ihn anzuregen, selber nachzudenken. Du, pass auf, das weißt du schon, das kannst du schon, da gibt es jetzt eine Aufgabenstellung, kannst du das herausfinden alleine. Ja, durchaus mit Versuch und Irrtum, aber der verbeißt sich da auch. Das macht ihm einfach Spaß, so herumzuknobeln. Ja. Dann kann man ihm das eine oder andere durchaus auch erklären, warum die Dinge so sind, die man verknappterweise lernt in der Schule, ja, was der Hintergrund ist, wie man sich das anders darstellen, anders überlegen kann, das heißt Dinge besser verankern auch und natürlich auch schon ein bisschen fortführen und ihm sagen, okay, Zahlenraum hört jetzt nicht bei 10.000 oder sonst wo auf, wie geht es denn da weiter? Ja? Und gemeinsam kann man da ganz schön auch das Sprachliche mit einbinden, indem man ihm halt sehr textlastige Aufgaben gibt und sagt, jetzt lies einmal das, was da steht, vor. Weißt du jetzt eigentlich, was du gelesen hast? Kannst du dir das vorstellen? Kannst du mit dem auch was anfangen? Ja, also hast du ein Textverständnis oder was für Fragen hast du oder wie oft musst du das lesen, bis du glaubst, dass du das selber weiter tust, weiter was damit anfangen kannst. Das heißt, man kann hier natürlich ineinander übergreifend diverse Bereiche gut üben, gut trainieren und so, dass sie vordergründig gar nicht auffallen, dass man jetzt eigentlich auch ein bisschen an dem arbeitet, was ihm schwerfällt, wo seine Defizite sind, weil wenn man das gut mit was Mathematischen verbindet, er wieder das hat, wo es ihm wahnsinnig viel Spaß macht und sehr interessiert. Ich habe für euch jetzt am Ende des Videos noch einmal die wichtigsten Dinge zusammengefasst, auf den Punkt gebracht. Ihr kennt das eh schon, verbal von mir auch noch einmal. Was sind jetzt wirklich die Facts oder die Punkte, an denen ich es festmache, warum es Sinn machen kann, auch mit guten Schüler, Schülerinnen zu arbeiten. Das eine ist einmal, niemand ist so perfekt, dass er sich nicht irgendwo auch noch ein bisschen verbessern kann. Man kennt das aus dem Sportbereich, ja, Hobbysportler oder Leistungssportler. Also man kann auch seine Fähigkeiten und Fertigkeiten, in denen man eh ganz gut zumindest unterwegs ist, noch ein bisschen perfektionieren. Da fällt mir noch ein Beispiel ein, Studenten. Ich habe momentan weniger, aber in der Vergangenheit mit Studenten und Studentinnen gearbeitet, wo jetzt nicht das Thema war, oh mein Gott, ich möchte die Prüfung irgendwie bestehen oder ich muss mich aufraffen, meine Arbeit zu schreiben, sondern die gesagt haben, naja, ich möchte schon Prüfungen bestehen, aber ich möchte es so lernen, dass ich mir den Stoff auch wirklich gut und lang merken kann, weil ich brauche ja das auch später. Ja, für spätere Prüfungen und auch für meinen beruflichen Einsatz. Und da haben wir dann schon auch an Strategien und so gearbeitet, wo sie gesagt haben, nicht jetzt kurz für eine Prüfung lernen, die schaffen und dann gleich wieder alles vergessen, sondern das möglichst lange im Gedächtnis zu haben. Also da gibt es auch unterschiedliche Ansätze und Strategien, wo man sich verbessern kann, wie man sich verbessern kann. Ja, der zweite Punkt ist, dass es einfach auch Spaß macht, das weiter zu verfolgen und vielleicht eben in einem anderen Setting, nicht aus der Klasse heraus oder aus dem Hörsaal heraus, sondern in einem 1:1 Setting, die Inhalte und Strategien zu verbessern, die einem Spaß machen. Ja, dass das eben etwas ist, was dann keine Pflicht ist, kein oh mein Gott, ich muss dorthin, sondern ich freue mich drauf, weil da passiert irgendwie was Cooles, was Abenteuerliches. Grundschule ist für Kinder, die sich nicht wirklich schwer tun, die okay sind, in manchen Bereichen manchmal auch ein bisschen langsam, weil nicht immer gleich schnell was passiert, weil nicht unheimlich viele Dinge gleichzeitig passieren, weil Kinder vielleicht Interessen haben, die inhaltlicher Natur sind. Ich interessiere mich für Tiere, für Planeten, fürs Weltall
Und da sind die Informationen, die Grundschule bringt, eher wenig, weil es geht ja auch um den Aufbau der Grundfertigkeiten und Fähigkeiten. Und da kommt schon vor, dass sich manchmal Kinder langweilen. Und wie gesagt, das sollte man verhindern, indem man ihnen zeigt, okay, brauchst du nicht langweilen, schau, da gibt es auch Sachen, über die du noch nachdenken kannst. Ja, du bist jetzt auch noch nicht so ganz toll perfekt. Ich gebe dir ein paar Rätsel und ein paar Dinge, da hast du was zum Herumknobeln. Und der wesentlichste Punkt ist eben der, je entspannter jemand durch die Schule kommt, je weniger er sich Sorgen machen muss, komme ich ins nächste Schuljahr oder schaffe ich eine Prüfung, einen Test, eine Schularbeit, umso lieber gehen diese Kinder dann auch in die Schule, umso mehr kriegen sie in anderen Gegenständen mit. Und wie gesagt, umso eher bleibt ihnen Zeit, auch außerhalb der Schule die Dinge zu machen, die im Leben Spaß machen und auch wichtig sind, wie irgendwelche Ausflüge, irgendwas anderes lernen, Musikinstrumente oder sonstige Dinge. Ja, wie immer interessiert mich eure Meinung dazu. Äh, Was sind eure eigenen Erfahrungen, sei es euch selbst betreffend oder eure Kinder betreffend? Schreibt mir das einfach. Bis zum nächsten Video, das nächste Woche kommt, mit Bestimmtheit kommt, wünsche ich euch alles Gute. Jetzt seht ihr noch einmal die Folie, alles auf einen Punkt gebracht und ich freue mich schon, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin alles Liebe, ciao, baba.